Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir die neue Blackmagic 6K Pro gekauft und klar, die gibt es natürlich ohne Optik. Jetzt brauche ich ein Run-and-Gun-Objektiv für den alltäglichen Einsatz und falls ihr das gleiche Problem mit eurer Kamera habt, nehme ich euch jetzt gern mit auf meiner Tour. Alles das jetzt in meinem Video. Viel Spaß beim Anschauen. Wenn man im Internet nach passenden EF-Nicht-Vollformat-Objektiven schaut, da kommt man auf viele interessante Optiken, die preislich natürlich von 500 bis weit über 4000 Euro angeboten werden. Ich habe auch schon teurere gesehen, aber ich persönlich habe mir für meine Run-and-Gun-Optik so ein Budget von 800 bis 1000 Euro gesetzt. Und ganz wichtig, ich rede über die Objektive hier sehr allgemein und nicht mit großen Fachbegriffen und minimaltechnischen Feinheiten. Dafür gibt es hier auf YouTube Spezialisten und die machen ihren Job richtig gut. Was muss mein Objektiv mitbringen? Qualität in der Bedienung, eine ansehnliche Lichtstärke, die auch mal bei Lowlight filmen kann und nach Möglichkeit einen Bildstabilisator, obwohl der nicht allzu wichtig ist, da ich sehr viel mit dem DJI RS2 Gimbal filme. Aber ihn an Bord zu haben, ist wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Gerade wenn man mal so ein bisschen Aufnahmen aus der Hand filmt oder ranzoomt, ist das wahrscheinlich ein bisschen besser. So, 3 Objektive sind in meiner engeren Auswahl und zum einen gibt es hier das Sigma Art 18 bis 35 und das hat eine Blende von 1,8 durchgehend, ist aber 810 Gramm schwer, hat keinen Bildstabi, aber dafür einen super Autofokus und im Lieferumfang kommt das mit einem Frontdeckel, einem Rückdeckel, der Gegenlichtblende und gleichzeitig natürlich noch der Bedienungsanleitung der Garantiekarte und kostet 750 Euro. Zum zweiten dann das Canon Zoom-Objektiv 16 bis 35, Blende f4, Bildstabi und Autofokus an Bord. Gleichzeitig natürlich noch im Lieferumfang der Rückdeckel, der Frontdeckel, dann die Streulichtblende, die Bedienungsanleitung und das Ganze zum Preis von 950 Euro. Last but not least das Canon Zoom-Objektiv EFS 17 bis 55, 2,8er Blende durchgehend, 650 Gramm schwer, Bildstabi und Autofokus an Bord und hier der Lieferumfang, das Objektiv, Frontdeckel, Rückdeckel, Bedienungsanleitung für 650 Euro. Im Einzeltest ist natürlich das Sigma 1835 von der Lichtstärke her einsame Spitze. Gerade im Lowlight-Bereich und aufgrund der 1,8er Blende, die durchgehend ist, unschlagbar und hat mich natürlich riesig überzeugt. Das Einzige, was mich nicht so überzeugt hat, war jetzt der Weitwinkelfaktor. Da sind die beiden Canon-Objektive meiner Meinung nach ein bisschen besser. Und gleichzeitig finde ich, dass der Fokusring sehr, sehr schwer läuft. Irgendwie hat es mein DJI RS2 Gimbal kaum geschafft, vom Fokusmotor diesen Fokusring hier direkt anzutreiben. Und wenn ihr ein Sigma-Objektiv zu Hause habt, könnt ihr mir vielleicht in die Kommentare schreiben, ob das wirklich so schwer ist, diesen Fokusring hier zu bedienen. Ich finde es, wie gesagt, relativ schwer oder ob ich hier einfach nur ein Montagsobjektiv habe. Ich habe leider kein zweites zum Vergleichen, deswegen seid so lieb, wenn ihr sowas habt, schreibt es mir bitte hier unten in die Kommentare rein. Leider fehlt hier auch der Bildstabilisator, ansonsten wäre dieses Objektiv fast perfekt, aber ohne Bildstabilisator macht sich das natürlich freihändig manchmal auch ein bisschen doof, gerade wenn du hier sozusagen ein bisschen reinzoomen möchtest, aus der freien Hand filmst, dann wird das meistens wackelig. Autofokus und manueller Fokus ist natürlich an Bord, aber leider kein Bildstabilisator. Ja, was willst du machen? Wenn dieser Bildstabilisator an Bord wäre, müsste ich euch die beiden Canon-Objektive wirklich gar nicht empfehlen. Das wäre dann absolut mein Lieblingsobjektiv, aber jedes Objektiv hat natürlich seine Stärken und Schwächen und beim Sigma gibt es keinen Bildstabilisator, aber vielleicht auch bei den anderen. Gucken wir mal. Da haben wir natürlich gleich noch die Überleitung zum nächsten Kandidaten, das Canon Zoom-Objektiv 16 bis 35, Blende f4 als Ultraweitwinkel, 500 Gramm Gewicht, Bildstabi und Autofokus an Bord. Und das ist natürlich ein Objektiv, wo ich sage, erstens dreht sich natürlich hier der Fokusring absolut geschmeidig und schön und hier vom Zoom her und alles drum und dran lässt sich natürlich richtig gut bedienen und von der Qualität her finde ich das richtig gut verarbeitet. Also hier hat Canon wirklich Meisterleistungen vollbracht. Ich finde es total schön. Bildstabilisator und Autofokus und manueller Fokus ebenfalls an Bord. Die arbeiten auch richtig schön perfekt beide und 950 Euro ist natürlich auch nicht gerade ein Pappenstiel, das ist relativ teuer, finde ich, aber dafür hat Canon einen guten Job gemacht. Aber
Mir ist es persönlich ein bisschen zu dunkel, denn im Lowlight-Bereich, also mit einer F4-Blende, dort anzufangen, ja, gerade wenn du so im Auto filmst oder in Autohäusern bist oder woanders jetzt in Innenräumen, da brauchst du schon mal ein bisschen Licht. Und als Run-and-Gun-Objektiv mit einer Vierer Blende ist es mir ein bisschen zu dunkel, aber sonst von der Bedienung und natürlich auch von den Facts her ein wunderbar schönes Objektiv. Wenn du draußen unterwegs bist, also im Freien, dann ist das natürlich das ideale Run-and-Gun-Objektiv. Hier ist Qualität verbaut, hier ist Schärfe, hier ist Fokus und hier ist Bildstabi mit drin. Wunderbar, aber für Innen- und Außenaufnahmen finde ich es persönlich ein bisschen dunkel. Das dritte Objektiv in der Runde ist ebenfalls ein Canon, und zwar das Canon Zoom Objektiv, allerdings als EFS 17 bis 55 mit einer durchgehenden Blende von 2,8, 650 Gramm schwer, hat Bildstabi und Autofokus an Bord, und hier haben wir schon einen Vertreter der älteren Baureihe von Objektiven am Start, aber dieses Objektiv bringt eine sehr gute Lichtstärke mit und lässt sich echt gut bedienen. In der Hand spürt man die Verarbeitung gegenüber dem Canon 16 bis 35 oder auch dem Sigma 17 bis 35 deutlich, denn ich finde, dass die beiden anderen Objektive ein bisschen besser verarbeitet sind. Hier kommt dann sozusagen komplett beim Zoom alles raus, und gleichzeitig ist es auch ein bisschen, bisschen wackelig, aber ansonsten macht es einen guten Job, und in Sachen Lichtstärke und im Lowlight, da finde ich es rundum richtig ausreichend, und preislich ist es natürlich auch das günstigste Objektiv, was ich hier vorstelle. Da liegen wir beim Straßenpreis von ca. 600 Euro. Ein bisschen lustig finde ich, dass hier wirklich alles vertauscht ist, also du machst hier sozusagen komplett hier den Fokus und hier den Zoom. Bei allen anderen Objektiven ist das meistens umgedreht. Daran musste ich mich erstmal gewöhnen. Ansonsten, wie gesagt, hast du alles dabei. Autofokus, Bildstabilisator und gleichzeitig natürlich auch noch eine schöne durchgehende Lichtstärke von 2,8. Hier bei diesem Canon EFS 17 bis 55 mm. Kommen wir zum Fazit, und das Canon 16 bis 35, das ist mir zu dunkel, ansonsten natürlich sehr schön verarbeitet und als nur Außenobjektiv der ideale Begleiter. Das Sigma 17 bis 35 mm ist ein Traum in Sachen Bildschärfe und Lichtstärke im Lowlight-Bereich. Negativ für mich, es hat keinen Bildstabilisator, und da ich auch gern mal aus der freien Hand filme, sind mir hier die Aufnahmen gerade beim Ranzoomen doch einfach mal ein bisschen zu verwackelt. Aber wer nur Gimbal und Stativ benutzt, für den ist das natürlich ein absoluter Traum. Außer beim Gimbal, da muss man natürlich aufpassen, dass der Fokus hier komplett vom Motor angetrieben werden kann. Der läuft ein bisschen schwerfällig. Und das letzte zu diesem Sigma ist natürlich auch die Klobigkeit und das Gewicht. Wer seinen Rucksack so ein bisschen leicht halten möchte, ist natürlich mit diesem 800 Gramm schweren Objektiv nicht so gut bedient. Mein Lieblingsobjektiv ist eigentlich das älteste und das günstigste. Hier das Canon 17 bis 55 mm, weil es einfach alles mitbringt, was ich brauche. 2,8 an Blende durchgehend, also hell im Innen- und Außenbereich. Automatik, Fokus und natürlich auch manuell Fokus sowie Bildstabilisator und alles, was man so braucht. Gut, dass hier alles so ein bisschen umgedreht vom Handling her ist, dass hier der Zoom ist und hier der Fokus. Daran muss man sich gewöhnen, aber ansonsten finde ich dieses Objektiv zum Preis von 600 Euro immer noch gut zu benutzen und qualitativ hochwertig für meine Blackmagic 6K Pro und werde das auch in Zukunft benutzen. Und ich möchte mich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Wenn ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar habt, dann bin ich natürlich dankbar. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Anschauen und wünsche euch noch eine entspannte Zeit und sehr gern bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye und winke, winke.